Uns wurde vieles verboten von unseren Feinden. Dua, Shabbat, uns auch beschneiden. Wir mussten darunter leiden. Wir spielten deshalb mit Symbol in der Höhle, so heimlich. Was soll das denn? Einfach nur peinlich! אנחנו חזקים, באמונה ומפקפקים, ביחד אנחנו נלך, באור ובחושך. קרה לנו נס, לקחנו תקווה, המשכנו להעמיד בלא הפסקה. מה שקרה בחג החנוכה, שהגיעו מתתיהו והמכבים ביחד. והשם עושים, הם הלכו ביחד כעם אחד ומצאו שמן בקד. החנוכיה דאגה 8 ימים, בזמן הזה קרו ניסים גדולים. Im Fest der Richter, gemeinsam hier mit vielen Gesichter. Ma'os tu Yeshuati, Bechana Eshabea. Looks so nice. יש לנו כוח, יש לנו כוח, יש לנו כוח, יש לנו מוח. Das war ein Rap von Liron David. Das waren die 11 Klässler durch Traditionsschule Chabad Berlin. Und ein besonders großer Applaus und Dank an unsere Musiklehrerin Frau Goda Michael. Applaus. Willkommen! Hannukah 2015 in Berlin. Herzlich willkommen an alle. Vor der Abonnie, sehr verehrte, sehr geehrte Kulturstaatsministerin Manneke Grütters, Vizepräsident der Deutschen Bundestag, Frau Petra Pau, Ehrenwerte Bürgermeisterin und Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen, liebe Frau Kollat, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Dr. Gideon Joffi, ehrenwerter amerikanischer Botschafter in Deutschland, dear John and Kimberly Emerson and your wonderful two daughters, Haley and Taylor, that are here with us tonight, die Gesandte der israelischen Botschaft Avenir, die neue Botschafter von der UK in Deutschland, Herr Sebastian Wood, die Botschafter von Polen, Herr Dr. Magranski, die Botschafter von Italien, Herr Benassi und seine Frau, die Botschafter von Dänemark, Fritz Arne Petersen, die Botschafter von Ukraine, Andrei Melenik. Herzlich willkommen an die Botschafterin von Brasilien, Frau Maria Lucia Viotti. Sehr geehrte Vorsitzende der Zentralrat der Muslime in Deutschland, wir freuen uns außerordentlich, dass Sie hier sind. Und heute Abend steht die Zeichen von Toleranz, dass wir alle zusammenstehen. Herr Ayman Maizek. Lieber Bundestagabgeordneter Klaus-Dieter Groller, die seit vielen Jahren wird nie vermissen, Hannukah ist immer dabei. Vizepräsident der Abgeordnetenhaus in Berlin, Frau Anja Schillenanek, Fraktionsvorsitzende der Grüne, Frau Popp, die Vertreter von der CDU,
von der SPD in Berlin, von dem Bundeskanzleramt, die Frau Dahimi von Kultur ist hier. Wir freuen uns auch, Herr Samuel Danielowitsch und Herr Patrick Hellmann heute Abend. Wir begrüßen insbesondere die Menschen, die heute Abend ermöglicht haben, Herr Daniel und Stephanie Wahl zusammen mit Andreas Bolke, die diesen wunderschönen Leuchter gebaut hat und gesponsert hat jeden Jahr. Es ist außerordentlich besonders. Wir freuen uns, dass diese Tradition weitergeht. Aber die schöne Veranstaltung, die wir heute Abend haben, zum dritten Mal ist von unser lieber Freund Sigi Niels jeden Jahr hier am Brandenburger Tor gesponsert. Liebe Sigi, vielen, vielen Dank. Ein großartiges Zeichen, das wir heute Abend zeigen wollen. Juden, Christen, Muslime, wir sind zusammengekommen, um zu sagen, dass Deutschland ist ein Land von Toleranz und Offenheit, dass wir wollen ein lebendiger, aktiver, multikulturellen, offenen, entspannten, normalen jüdisches Leben und Miteinander mit Menschen aus allen Religionen. Wir freuen uns auch, so viele Vertreter von verschiedenen Religionen zu haben, von den Kirchen und Moscheen und auch von verschiedenen jüdischen Organisationen, von Karen Esodi, Präsident Nathan Gelbart, von der Claims Conference Rudy Mallow, von der Zentralrat der Juden in Deutschland Daniel Buttmann, Herr Professor Schöps von dem Moses Mendelssohn Zentrum, von der Leo Beck Institute, American Jewish Committee. Wir freuen uns, dass alle heute Abend hier sind. Herzlich willkommen. Was war die Quelle von Dunkelheit für die Juden, wo Hitler und die Nazis gestanden haben? Kommen wir zusammen, Menschen aus allen Religionen, zu sagen, dass hier wird in Deutschland ein lebendiger jüdischer Leben sein, ein offener jüdischer Leben, mit Respekt für alle anderen Menschen. Wir willkommen die Flüchtlinge, wir willkommen alle Menschen. Wir wissen, nur wenn wir zusammen sind, gibt es eine aktive, lebendige Zukunft für uns alle. Das ist der Grund, dass wir heute Abend hier sind. Wir wollen eine Botschaft von Toleranz. Wir wollen eine Message sagen. Wir haben keine Angst. Wir erlauben uns, keine Angst zu haben. Wir geben nicht die Terroristen ein Segen. Wir werden unser normalen, offenen Leben mit Respekt für alle Religionen hier im Zentrum von Deutschland leben. Die Geschichte von Hannukah ist eine, was eine universelle Botschaft hat. Ein kleiner Krug Öl hat geleuchtet für 8 Tage. Die Botschaft ist klar. Jeder von uns ist betroffen. Niemand ist Außenstehender. Es ist unser persönliches Interesse, eine lebendige, offene Gesellschaft für alle zu haben. Jüdisches Leben in Deutschland in den letzten Jahrzehnten ist rasant gewachsen. Vor 19 Jahren, meine Frau Lea und ich sind nach Deutschland mit einem Einwegticket gekommen, auf die Idee von der Lubavitcher Rebbe, Rabbiner Menachem M. Schneerson, die auch dieses Idee ins Leben gerufen hat, zu zünden Chanukka-Leuchten in die öffentlichen Straßen. Der Rebbe war, jüdisches Leben in Deutschland hat eine lebendige Zukunft. Vielen, vielen Dank und Chanukka Samea. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages, liebe Vizepräsidentin, liebe Petra Pau, verehrter lieber Herr Rabbiner Teichtal, Exzellenzen, vor allen Dingen lieber verehrter Herr Botschafter Emerson, Frau Senatorin Kullert, meine Damen und Herren, jedes Jahr zum Chanukka-Fest werden in jüdischen Haushalten überall auf der Welt und eben auch zum Glück hier bei uns auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor die 8-armigen Leuchter aufgestellt, die an ein fast 2180 Jahre zurückliegendes Ereignis erinnern. An die Befreiung der Juden aus der Fremdherrschaft durch die Makkabäer. Der daraufhin im wiedergeweihten Tempel in Jerusalem entzündete Leuchter brannte 8 Tage lang, obwohl das Öl nur noch für einen einzigen reichen sollte. Die Freude über dieses Wunder feiert man heute bei gutem Essen, Musik, haben wir gerade gehört, und Spielen im Kreis der Familie und Freunde. Sie, lieber Rabbiner Teichtal, haben die schöne Tradition dieses jüdischen Lichterfestes und zudem die größte Hannukия Europas
ins Herz der deutschen Hauptstadt geholt. Ich freue mich sehr, heute die erste Hannukka-Kerze mit Ihnen zusammen anzünden zu dürfen. Wir danken Ihnen sehr für diese großartige Geste. Dass wir heute eines der wichtigsten jüdischen Feste gemeinsam feiern, erfüllt nicht nur mich mit großer Dankbarkeit. 70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und 50 Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel hat jüdisches Leben in Deutschland eben zum Glück wieder seinen festen Platz. Gehört ein traditionsbewusstes, selbstbewusstes und sehr vielfältiges Judentum zum Glück wieder zu Deutschland. Was für ein berührendes Zeichen ihrer Verbundenheit, dass wir hier am Brandenburger Tor, Sie haben es gesagt, an einem Ort, der wie kaum ein zweiter für die lichtesten, wie aber auch für die dunkelsten Zeiten deutscher Vergangenheit steht, gemeinsam Hannukka feiern dürfen. Vielen Dank, Staatsministerin Monika Grütters. Wir werden gleich beginnen mit dem Kerzenzünden, aber vorher, wir freuen uns, ein Grußwort von der Bürgermeisterin und Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen in Berlin, Frau Kollat. Bitte, wir freuen uns auf Ihr Grußwort. Ja, sehr geehrter Herr Rabbiner Teichtal, sehr geehrte Exzellenzen, sehr geehrte Frau Kulturstaatsministerin, liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Gäste unserer Stadt. Ich grüße Sie alle ganz herzlich und auch für mich ist es eine ganz große Ehre und Freude, heute hier einige Worte an Sie zu richten. Das ist eines der wichtigsten Events unserer Stadt, eines der symbolträchtigsten hier am Brandenburger Tor. Ich denke, das haben Sie alle, die hergekommen sind, genauso gespürt wie ich. Am Herzen Berlins hier den Weihnachtsbaum zu erleben, aber auch diesen wunderbaren Stern und dass wir hier alle versammelt sind, eines der wichtigsten jüdischen Feste hier gemeinsam zu eröffnen. Hannukka steht eben auch für einiges, steht tatsächlich für Kraft und für spirituelle Überleben des Judentums. Ja, es sind 70 Jahre her, seit Auschwitz befreit wurde und dass der Zweite Weltkrieg beendet wurde. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier heute alle gemeinsam am Brandenburger Tor stehen und sagen, ja, es ist selbstverständlich, dass wir in Berlin ein jüdisches Leben haben. Denn diese Vielfalt wurde zerstört, meine Damen und Herren. Und wir sind stolz und wir sind wirklich sehr, sehr stolz darauf, dass wir heute in Berlin ein jüdisches Leben haben, was lebendig ist, was stark ist, aber auch selbstbewusst ist. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ihr Engagement und Engagement von vielen tagtäglich zeigt, dass eben das jüdische Kultur und aber auch die Tradition hier herzlich willkommen sind in unserer Stadt. Und wir werden uns diese Vielfalt auch nicht wegnehmen lassen. Wir wissen, dass es Rechtspopulisten in unserer Stadt gibt und wir wissen, dass es Antisemitismus im Alltag bis zu Gewalttaten in unserer Stadt gibt. Und ich denke, es ist auch heute die richtige Zeit, hier auch ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus hier zu setzen. Wir lassen das in unserer Stadt Berlin nicht zu. Berlin ist zugleich auch eine wachsende Stadt und wir wissen, dass wir immer mehr werden. Und es ist interessant zu gucken, wo kommen die Menschen her. Und ich bin wirklich sehr stolz darauf, dass inzwischen Berlin auch zu einer Anziehungskraft sich entwickelt hat, auch von vielen jungen Menschen, die gerne nach Berlin kommen, auch aus Jerusalem. Das zeigt, dass diese Vielfalt hier auch angenommen wird. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Fest tatsächlich ein Signal setzen können in die ganze Welt, dass alle Religionen friedlich sind und dass wir friedlich miteinander leben. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares neues Fest. Danke. Vielen Dank, liebe Bürgermeisterin. Und jetzt folgt, was wir die Kerze zünden. Wir freuen uns. The amerikanische Botschafter, our dear ambassador, which does so much to strengthen culture and tolerance among people of all nations. Dear John, please greet us with a few words.
Guten Abend. Now, how great is Rabbi Yehuda Teigtel, huh? Big round of applause. And how about this orchestra here? Yeah, I know. I've never seen a violin played like that, and I've seen the movie Deliverance 12 times. Rabbi Teigtel, sehr geehrte Bundesminister Grüters, liebe Monika, sehr geehrte Stadtminister Frau Kollat, meine Kollegen, Exzellenzen, oh, Vice-President Paul, Dankeschön. How great is Rabbi Teigtel? Und meine Damen und Herren, it is actually a real honor for me and my family to be able to join you today for the lighting of the menorah on Pariser Platz, and what a great honor it is for the United States of America to have this, the largest menorah in Europe, as we've heard several times, right out in front of our doors. How great is that, huh? The miracle of Hanukkah, symbolized by the menorah, is a story that over the centuries has been a source of hope, not only for the Jewish people, but for people everywhere. As a great Torah scholar and philosopher of the Middle Ages wrote, a miracle does not prove what is impossible. It is confirmation of what is possible. In that respect, what more symbolic place could there be than the Brandenburg Gate, here where a wall once stood, to remind us of the universal value of freedom to live in dignity and in peace. This is what the Maccabees fought for so long ago. This year, in today's trying times, the message of Hanukkah has especially special meaning. The light of hope must outlast the fires of hate. That light must shine bright. Each one of us can do our part to support all those who uphold healing, safety, and security for people everywhere. And each one of us must stand united with all of those who reject violence and divisiveness. That is what the Hanukkah story and the stories of all the world's religions teaches us. So on behalf of everybody at the Embassy of the United States, it is our very, very best wishes for a joyous Hanukkah season and a joyous holiday season for all. Danke, danke schön. Nun, als wir werden gleich in kurzem die Chanukka-Kerze zünden, ich möchte erstmal auf die Bühne bitten Daniel und Stephanie Wahl und Andreas Bölke und Sigi Niels, Frau Sitak, bitte gemeinsam auf die Bühne kommen. Ich möchte als ein Zeichen von Anerkennung und Dankbarkeit überreichen zu diesen Personen, die haben die heutige Veranstaltung ermöglicht und eine Realität gemacht. Wir hatten nur die Idee, but you made it a reality. Ihr seid Menschen, die stehen als ein Zeichen und ein Vorbild, was bringen Kulturen und Menschen aus aller Religionen zusammen. Vielen Dank, Sigi und Frau Sitak. Vielen Dank, Daniel und Stephanie. Vielen Dank, Andreas Bölke. Vielen Dank für machen diesen heute Abend eine Realität. Dankeschön. Nun will ich bitten erstmal die Kinder aus verschiedenen Religionen, muslimische, christliche und jüdischen Kinder erstmal nach vorne hier zu stehen. Und auf der Bühne möchte ich auch bitten, stellvertretend für alle von uns,
die sehr geehrte, liebe Frau Staatssekretärin, Frau Staatsministerin, Frau Grüters, liebe Bürgermeisterin, Frau Kollat, liebe Botschafter, John und Kimberly, liebe Avenir, בשביל ארץ ישראל, ארץ הקודש, שמציג את כולנו, bitte kommen Sie und liebe Herr Groller, die uns jüdisches Leben unterstützt seit vielen Jahren in Berlin. Vielen Dank, bitte auf die Bühne kommen. Wir werden gleich symbolisch die ersten Kerzen gemeinsam zünden. Erstmal hat jeder ein Fackel. Erstmal, wir haben vor uns Kinder aus Jugendzentren, aus die muslimische, christliche und jüdischen Gemeinden vor uns hier. Die werden die Erste sein, was werden die Flamme zünden und die werden das nach die Bühne bringen, wo wir werden gemeinsam stellvertretend für alle Menschen in Deutschland die erste Flamme von Hannukah 2015 zünden. Mama, ja, immer Fuß. No, everybody goes. Und wie geht man da hoch? Mit einem Draht. Leiter. Leiter. Auch. Eine Riesenleiter. Das mit den Fackeln da hoch zeigen wir es. Schafft man nicht, dann verlieren wir sich, okay? Bleib hier. Ja, eine Reihe vorher. Ihr wollt euch setzen, dann setzt euch. Nein, eine Reihe vor. Okay, jetzt könnt ihr euch da hinsetzen. Okay, aber bitte nicht weiter vorgehen. Danke für Zünden die erste Kerze und nun wird Frau Monika Grüters, Professor Dr. Monika Grüters geehrt, gemeinsam mit mir um die Korb zu steigen. Wir werden hochfahren, um die erste Kerze zu zünden. Alle anderen bitte nehmen Platz, damit wir eine ordentliche Kerzenzündung haben können. Dankeschön. Ja, die setzt sich. Ja, die setzt sich. Danke. Okay. Mama. Geht's noch? Ja, ja.
von dem größten Hannukия in Europa. Und wir segnen ihn zusammen, dass Gott soll geben, soll sein durch Frieden für alle Menschen auf die ganze Welt. Wir sind alle hier, der Rebbe ist hier, Am Israel Chai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Hanoka. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavoteinu bayamim hahem bizman hazeh. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
die besondere Team von Daniel Abiel, Gershon Freistadt und Rumi Baum zusammen mit Jaron Brescher. Vielen Dank. Ich wollte vielen Dank sagen zu allen, die geholfen und für diese Feier Mutmachen, die Polizei